MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. So, ja, hallo Leute und herzlich willkommen bei einer Folge Apollo 11 VR oder VR Experience. Ne? VR Experience klingt jetzt so ein bisschen gedenglischt. Und hier fliegen überall kleine Sterne um mich rum. Oh, ich bin im Weltall. So, okidoki. Options, was haben wir denn? Subtitles, Music. Music brauchen wir nicht, oder? Oder zumindest sehr wenig. Sound FX, das geht klar. Ich hab's 0 gespielt, Freunde. Ich hab's 0 gespielt. Coming soon. Ja, sehr geil. Und deshalb genießen wir das jetzt einfach mal gemeinsam miteinander. Die Tonqualität vom Mikro ist heute ein bisschen schwächer wahrscheinlich, weil ich nicht das Standmikro benutze, sondern sag mal schnell. Vom Headset, genau. Weil vorher, ne, da muss ich gleich mit der Hände vielleicht rumfummeln. Guck mal, hier können wir Cinematic, Sit Back and Relax oder Interactive. Wir nehmen natürlich Interactive, denn wir wollen da ja hier schon auch ein bisschen mitspielen. Ich bin gespannt, ob das Ganze über die Move-Controller geht. Die habe ich jetzt hier vorsichtshalber schon mal hingelegt und bereit gemacht. Loading, ne? Man kann sich hier so, ui, okay. Oder ob es übers Gamepad geht. Best Experienced Wearing Earphones. Ja, habe ich. In 1957 sowjetrussische Lounge hier, Dings hier, ja, Juri Gagarin. Gagarin. Jetzt geht's zu schnell. Also ich glaube, es war vorher die Sputnik und dann kam irgendwann mal Leica und dann die bemannte Mission, Raketenmission vom Kosmonaut Gagarin, der auch wieder auf die Erde zurückkam und genau, dann kam die Ansprache von John F. Kennedy. Ich fasse das jetzt einfach mal zusammen, so aus dem Kopf. No man can fully grasp how far geil. and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. This is a breathtaking pace, and such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. New ignorance, new problems, new dangers. Surely the opening vistas of space
promise high costs and hardships, as well as high reward. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait. But this city of Houston, this state of Texas, this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others do. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Ja, Freunde, das war doch schon mal sehr beeindruckend. Jetzt ist es natürlich so, ich versuche euch das irgendwie zu vermitteln. Es ist natürlich so, wenn ihr das durch die VR-Brille seht, habt ihr ein ganz anderes Feeling. Ich weiß nicht, haben ja wahrscheinlich noch nicht alle von euch irgendwie mal so eine Brille aufgehabt. Macht es mal einfach. Einfach nur testweise und momentous, most memorable thing that I can recall about that particular day was the opportunity while my two friends here were being put into the spacecraft to stand alone by myself out there and look at the rocket and the quietness and see the sun come up and the waves rolling in and the evidence of the millions of people watching, but nothing specific and just so quiet, and to realize that indeed such a contrast was going to take place, all the frantic activity preparing the rocket, but it was so quiet up there for me personally, and that in a very few moments we were going to be departing in a great roar and off for a momentous event. ja, da will ich den Kollegen Buzz Aldrin natürlich gar nicht irgendwie dazwischen plaudern. Es ist wow. Ey, ihr müsst euch das wirklich vorstellen, ihr steht hier unten und schaut euch mal dieses Größenverhältnis an. Es ist nice. Sehr nice. Ja, die Grafik da hinten ist natürlich sehr verschwommen, aber die spielt auch nicht hier die Rolle gerade. Wir sind jetzt hier. Neil Armstrong zu unserer Linken. 50-50 chance of making a successful landing on the first attempt. There's so many unknowns in that descending from lunar orbit down to the surface that has not been
demonstrated yet by testing. It's a Dann müssten risk-reward wir, glaube ich, equation. ich weiß nicht, wer wir sind. Also, ich weiß, Able to accept ich rede jetzt a einfach mal level of dem risk, Neil so dazwischen. long Ne? as Gerade hat ja schon der Bass reden dürfen. Also Buzz Aldrin, ich denke, das ist der Kollege, Neil Armstrong. Nicht zu verwechseln mit Louis Armstrong oder Lance Armstrong. Nee, Neil Armstrong tatsächlich noch bekannter, denn er war der Mann, der als erstes menschliches Wesen, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, den Mond betrat. Da gibt es natürlich viele Verschwörungstheorien drüber und dementsprechend müssen wir dann, ich glaube, Michael Collin oder so sein. So, jetzt will ich gerne wissen, von uns die Move Controller? Nein, noch nicht, okay. Wow. Aber es ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es ist stylisch. Es ist tatsächlich sehr detailliert, also man kann nah rangehen. Hier der Abort-Knopf, ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme aussieht. Hier ist die Sonne zu sehen, da der Turm. Ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist, dass ich rede, wahrscheinlich für einige nicht. Da läuft ein Counter, wir haben gleich die letzte Minute erreicht. Es ist cool gemacht, Freunde. Ich sitze ein bisschen höher, aber ich bin noch ein bisschen größer als die anderen Jungs. Es geht schon in Ordnung. Stoße ich mir hier den Kopf halt an. Sieht cool aus. Ohne Scheiß. Sieht echt nice aus. Liftoff. Okay, wollen wir jetzt mal ein bisschen genießen. 30 Sekunden. 30 seconds and counting. Wow, Freunde. Wie ihr seht, sieht man jetzt nicht so viel. Ne? Also, wenn es denn dann wirklich so war, wir nehmen das jetzt alles mal als gegeben hin. Oh Gott. Freunde. Okay, das sind die Booster. Alles fängt an zu wackeln. Wow. Der Turm ist weg. Aus deinem Fenster sieht man besser. Ja. Wow. Ich wackel auch mal so, dann kommt das ein bisschen besser rüber, glaube ich. Authentischer. Hier seht ihr, wir fliegen natürlich jetzt nach oben, also nach rechts. Ne? Also hier guckt ihr raus und seht, was über uns kommt, normalerweise. Da seht ihr die Sonne. Also da ist der Himmel. Oben ist meistens der Himmel. Ihr seht es ja auch an den Wolken so ein bisschen. Und hier seht ihr, wow, wow. Wir sind schon, ja, ich kenne die Sphären nicht, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind schon gut weit oben. Und jetzt seht ihr, die Rakete fliegt jetzt nicht mehr, sag ich mal, plump senkrecht nach oben, sondern sie neigt sich und wir haben es geschafft. Ich glaube, na, noch ein bisschen. Wir sind schon 1 Minute und 10 Sekunden unterwegs. Und hier seht ihr, glaube ich, die Neigung. Ich weiß es nicht. Was ist das? Range. Ah. Wow. Jo, Freunde. So sieht es aus, wenn man aus dem Fenster eines Raumschiffs guckt. Hey, ihr müsst euch das mal angucken. Und über uns die Sterne. Oh, Freunde. Und die Sonne. Was sieht man bei dir? Wow, nicht schlecht, aber ich habe 2 Fenster. Sorry. Ja. Wow. Das Schöne ist, man duckt sich tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade so geduckt und dachte, hoffentlich stoße ich mir nicht den Kopf. Also es ist wirklich nice. Tja, Leute. Und jetzt Stille. Guck dir das an. Hier fliegt ein... Ey, das muss festgemacht werden hier. Das kann ins... ja, nicht in... Nice. Wir haben es geschafft, Leute.
Ja, Window ist gut, Junge. Guck doch mal durchs Window. Ich guck schon die ganze Zeit. Aber cool, wo ist der Kugelschreiber? Da. Okay. Ich kann leider nicht mit dem Kugelschreiber interagieren. Kommt noch vielleicht. Ich bin gespannt, ab wann ich interagieren kann. Was ist jetzt runtergefallen? Eigentlich habe ich noch alles in Händen. Mal eben gucken. Ah, das Ladekabel vom Gamepad. Soll uns egal sein. So. Da wären wir. Freunde. Diese Stille, der Sonnenaufgang. Den Scheiß gönnen wir uns jetzt erstmal, Leute. Hoch oben. Vom Lärm der Großstädte. Vom Müll. Wobei, mittlerweile ist auch, ja, damals zu der Zeit relativ wenig, aber mittlerweile ist auch sehr viel Weltraumschrott hier von uns hochgepustet worden. Aber, ja, Leute. Da unten fliegen wir, denke ich mal, keine Ahnung. Es ist, ja, Michael Collins. Die Sonne geht auf und erhellt die Kontinente unter uns. Collins redet über den Ausblick. Und wir können das bestätigen. Sieht das wirklich durch die Erdkrümmung so aus, wenn die Sonne aufgeht? Ich kann es fast gar nicht glauben, aber es ist nice. Unter uns sehen wir einen Ozean, da ist eine Insel. Fragt mich jetzt geografisch nicht, wo wir jetzt sind. Das kriege ich nicht hin. Das könnte... Ich weiß es nicht. Vielleicht Asien? Ich erkenne das da unten auch nicht. Das sieht sehr Flussdelta-mäßig aus. So, da ist unsere Kapsel, unser Raumschiff. Ja, die Apollo 11 halt, ne? Oh, Entzündung. Wenn ihr wisst, welcher Kontinent das ist sind sehr viele Flüsse. Wow. Ja, da wir die Zündung nochmal gezogen haben oder gestartet haben, würde ich sagen, wir versuchen natürlich jetzt hier aus dem Orbit der Erde zu verschwinden. Das Gefühl ist natürlich, ja, ihr müsst euch vorstellen, ne, das ist alles um euch rum ist sichtbar, ihr könnt euch drehen und wenden und das Gefühl ist, es ist okay. Die Immersion ist jetzt natürlich nicht so hardcore wie bei Rennspielen oder bei Resident Evil, was ich auch momentan spiele, aber es ist okay. Das ist diese unendliche Weite, man spürt sie ein wenig. Da hinten ist unser Ziel übrigens, der Kollege Mond. Und ich gucke hier mal nach unten nochmal und schaue, ob ich da geografisch irgendwas erkennen kann. Also ich hätte auf Asien getippt, aber egal. So, wow. Ja, Loading. Ich habe natürlich jetzt gar keine Uhr im Blick und weiß auch gar nicht, wann ich jetzt hier stoppen soll und bin immer noch gespannt, ob es auch irgendwann mal wirklich interaktiv wird, denn eigentlich haben wir das ja so eingestellt. Get ready to take control. Skip to Cinematic. Okay, also, die Move-Controller kann ich, glaube ich, dann weglegen, denn ich fürchte leider, wir nehmen nur hier unser Docking Sequence. Separation. Ja, wir separieren die Kapsel von dem Zündungsding wahrscheinlich. Boah, Leute, ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken, 22 Minuten. Na, das Andocken würde ich jetzt gerne noch machen. Rotation und dann Capture. Ach so, nee, wir stoßen die Kapsel ab, machen eine Drehung und
gehen dann wieder an das Modul dran. You will first be required to pitch rotate the command module so it is facing the lunar module. Okay, das Mondmodul, das müssen wir angucken. I will need to thrust the command module forward and keep both spacecraft aligned using the aiming reticles. We recommend you do this as gently as possible. Ach, ja natürlich. To avoid damaging the spacecraft. Ja, ich bin dabei. Dann haben wir noch Recenter, Translate, Left, Right, Up, Down, Accelerate, beschleunigen und abbremsen, Pitch Up and Down. Command Modul, AK Columbia, Begin. Okay. Ja, Freunde, das machen wir jetzt noch. Aber danach reicht das erstmal für die Folge. Und dann muss ich mir angucken, wie das rüberkommt. Okay, hier ist das. Wow. Also das ist Nordamerika, oder? Kalifornien links? Sorry. Ja. Also wir, genau, wow. Sprengen das Ganze mal ein bisschen ab. Okay. So, cool. Transpose the craft by pitching. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir sind, Freunde. Hey Neo, we need to rotate the spacecraft now. Ja, aber ich sehe nichts, Leute. Ach du Scheiße, ihr wollt mich schon verarschen hier, oder? Ich muss jetzt hier durch so ein kleines Loch gucken. Ah, da ist es. Okay, we got the eagle in view. Ja, aber das sieht noch nicht gut aus, Freunde. Alto Belly. So, okay. Moving forward. Ja, mach ich doch schon. Geht mir nicht auf die Nerven, Jungs. Ohne Scheiß. Das ist hier harte Arbeit, ne? 20 meters. Wie viel? 20? Meters. Okay, beruhig dich. Ja, ich sehe, dass wir falsch reinkommen. Bass, du musst mir nicht auf die Nerven gehen. Was ist hier? 10 meters. 8 meters. 6. 5 meters. 3. 2 meters. 1 meter. So. Was? Wie Mist? Haben wir doch. Hä? To aim the craft at the docking target, use the CORS picture above. Haben wir. Ja, Mist. Align your craft with the lunar module's docking target shown above. Habe ich Kacke gebaut? Nochmal. Ich war total von mir überzeugt. Ja gut. Versaut, wir sind alle tot. Glückwunsch. Sorry, John. Aber die Mission ist gescheitert. So, was passiert jetzt? Also. Bitte. Alles klar. Also das kam mir dann doch jetzt komisch vor. The craft by pitching over using right stick. After line with docking target, hold expand to accelerate forward. So, pass auf. Okay, we got the eagle in view. Da ist das Ding, kann das sein? Being careful, do not, ja. Moving forward. Ich dachte, wir müssen da rein, aber möglicherweise ist es auch das da. So haben die es auf jeden Fall gerade gesagt. Upsi.
Also das grüne Ding ist es? Ihr verarscht mich auch nicht, oder? 6. 5 meters. Ach so, jetzt soll ich den X nutzen, um... Okay. 3. Ja, das macht doch Sinn hier, ne? Mit den Punkten. Man macht tatsächlich ein Auge zu. 1 meter. 1 Meter noch. And capture. Ha! Alles klar. Dankeschön, Freunde. Ja. Apollo 11, this is Houston. Woo! Check over. Roger, we've got the high gain locked on now, I believe, auto tracking now. Okay, you're coming in loud and clear, but Mike is just barely readable. How is Neil? How are you reading Mike? Loud and clear now, Mike, and we understand that you are docked. That's right. Houston, we're ready for LEM ejection. Roger, go for LEM ejection. Thank you. Oh. Was nu? Apollo 11, this is Houston, over. Roger, Houston, Apollo 11, go ahead. Roger, could you give us some comments on how the transposition and docking Das ist das Luna-Modul, richtig? Yeah, I thought it went pretty well, Houston. Und wo sitzen wir drauf? I used more gas than I've been using in the simulator, except for using a little more gas, and I'd be interested in your numbers on that. Everything went nominally. This is Houston, Roger, we copy. Also bitte. B-. B-. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ein A beim Target Alignment, ein A bei Incidence Angle und Docking Speed hätten vielleicht noch ein bisschen langsamer wahrscheinlich sein dürfen. Freunde, B-, ich bin ein absoluter Kapitän. Den ersten Versuch, den lassen wir jetzt einfach mal, der war gar nicht geschehen. Ne? Das war nur eine falsche Realität. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ja, interaktiv war es jetzt das erste Mal. Das Gefühl ist cool. Ich setze mal jetzt auch mal die Brille ab. Kann ich gar nicht, dann habe ich nämlich das Mikro auch ab. So, aber mal ein bisschen. Ja, Motion Sickness, sowas habe ich eigentlich gar nicht. Bin da frei von. Muss aber auch sagen, die Effekte sind jetzt ja noch nicht so der Überhammer. Also die Unendlichkeit, man spürt sie ein bisschen, auch die Schwerelosigkeit, ja, mit dem Kugelschreiber war ganz cool, der Start war ganz cool. Insgesamt gesehen, alles ganz cool, wenn auch nicht vom Hocker hauend, aber das Spiel hat, glaube ich, auch, oder ist es ein Spiel oder eine erweiterte Tech-Demo, die hat, glaube ich, nur 10 Euro oder 12 Euro gekostet. Geht natürlich noch weiter, ist klar. Und das sehen wir uns dann in einer der nächsten Folgen an. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer GoddyLP.